Wir möchten euch ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Aber am besten, wir starten gleich los. Bitte. Ja, es gibt Situationen im Leben, wo wir etwas voll anfüllen wollen, wo wir etwas befüllen wollen. Und dann ist es hilfreich, wenn ich weiß, wie viel Platz hat, beziehungsweise, dass ich weiß, wie viel drinnen ist, wenn es schon befüllt ist. Und wenn ich ein Gefäß befülle, wie zum Beispiel dieses quaderförmige Gefäß, dann fülle ich den Raum innen aus. Das kann ich machen mit Beispielsweise mit Zuckerl kann man es befüllen. Oder ich nehme einen Krug, ihr kennt das vielleicht von den Geburtstagsfeiern. Und wenn ich weiß, wie viele Gäste kommen, kann ich überlegen, wie viel ich in den Krug einfüllen muss, damit es für alle reicht. Oder ich verschenke eine große Packung Mannerschnitten. Und dann kann ich mir überlegen, wie viele Familienmitglieder gibt es, wie viele könnten da drinnen sein. Zahlt sich das aus, dass ich so eine Großpackung kaufe? Ihr wisst, die kleine ist so groß. Es gibt aber auch die Großpackungen. Oder eine quaderförmige Schachtel. Ihr kennt das auch. Da drinnen sind ist ein Würfelzucker. Diese Schachtel ist bereits befüllt. Da kann ich natürlich hineinschauen und ungefähr dann sagen auf die Schnelle oder auch genau sagen, wie viel da drinnen ist. Also es geht immer darum, was ist im Gefäß drinnen, was ist im Quader drinnen, was ist im Würfel drinnen, was ist im Krug drinnen. Und die Fülle da drinnen ist der Rauminhalt. Ihr kennt das schon vom Vorjahr. Kurz haben wir das schon erarbeitet, aber nicht, wie ich draufkomme. Der Rauminhalt oder das Volumen. Das ist das Gleiche. So, und ihr habt sicher noch einige Ideen, andere. Wenn ihr an daheim denkt, wenn ihr an Feiern denkt, wenn ihr an Sommer denkt, Schwimmen vielleicht. Wir wollen jetzt herausfinden, oder ihr sollt herausfinden, wo ihr das selber macht, wo ihr damit schon in Berührung kommen seid, wo ihr etwas füllen sollt. Anna. Im Sommer haben wir in unserem Pool abgeschaut. Aha, Anna, ich bitte dich, dass du jetzt nicht weiter erzählst, denn wir sammeln eure Ideen von jedem und dazu gehen wir hinaus auf den Gang und wir erzählen euch draußen weiter, wie es geht. Genau. Ich habe hier also die Arbeitsaufträge, die nächsten, die ihr dann schriftlich bitte auf einem karierten Blatt bearbeiten werdet. Zettel dazu aufkleben. Das wisst ihr schon. Es steht alles an der Tafel. Ich mache die Tafel auf, dann arbeitet ihr Schritt für Schritt das ab. Mhm. Genau. Jetzt, wenn ihr den Zettel bekommen habt, lest ihn bitte euch ruhig und leise, jeder für sich durch. Wenn alles klar ist, wenn ihr verstanden habt, was zu tun ist, dann könnt ihr gleich reingehen auf euren Platz und zum Arbeiten beginnen. Falls nicht, falls vielleicht noch Fragen offen sind oder für euch einfach irgendetwas nicht ganz klar ist, dann bleibt ihr da sitzen. Dann haben wir noch Zeit, dass wir das gemeinsam durchbesprechen und die Fragen beantworten. Okay? Dann kriegt einmal jeder einen Zettel. Darf ich noch schnell ansagen? Das sind jetzt Arbeitsaufträge für den Einzelnen von euch. Das heißt nicht besprechen euch mit den Nachbarn, das kommt später. Wirklich Gedanken sammeln und aufschreiben. Warten wir, alles was noch kommt, bitte dann warten und wir... Lest es euch einmal durch. So, ich möchte euch jetzt unterbrechen.
Einige haben mit der dritten Aufgabe schon begonnen. Ich bitte jetzt alle, dass Sie damit beginnen, die es noch nicht gemacht haben. Macht das kleine Beispiel von vorher fertig und beginnt mit dem dritten dann. Man kann beim dritten zeichnen, dann muss ich leichter das. Sicher, immer. Ich will das im Blick behalten. Also, wo hast du nur deinen Arbeitsauftrag? Also, der liegt schon vorne, genau. Ja, freilich. Ich muss erstmal schauen, wie groß das Gefäß ist und dann rechne ich halt bei einem Quadrat 4, also zum Beispiel 4 mal 4 ist 16 oder bei einem Rechteck plus und dann mal 2. Zuerst schaue ich, wie viel in einem Gefäß Platz hat. Zum Beispiel ein Krug mit 300 Milliliter. Dann nehme ich mir das ich reingeben will, zum Beispiel einen Saft, und dann befülle ich ihn und weiß, dass 300 Milliliter Platz haben. Ich kann bei einem Krug zum Beispiel Gläser nehmen und dann in den Krug schütten. Oder man kann Süßigkeiten abzählen. Ich habe geschaut, wie viel in einem Krug Platz hat. Dann habe ich von einem Glas geschaut, wie viel Platz hat und ausgerechnet, wie viele Gläser in einem Krug Platz haben. Eine Schachtel kann man befüllen. Ein Kasten. Sag doch mal was. Mario denkt So, alle gelben Kärtchen, die ihr noch beschrieben habt und die fertig sind, bitte herausbringen. Wir arbeiten am Freitag weiter. Das Programm besteht jetzt darin, eine solche Autographensammlung herzustellen. Zur Klärung der Wörter noch, das ist eine Wortbildung, die wir künstlich erfunden haben. Also das Wort das Autograph gibt es, ist sächlich komischerweise, nicht der, sondern das Autograph. Aber ich brauche es immer im Plural, dann ist es egal, welches Geschlecht das Wort hat. Also das Autograph ist eine Handschrift einer berühmten Persönlichkeit. So ist das definiert. Und das sind jetzt die berühmten Persönlichkeiten, das sind unsere Kinder in der Klasse. Was Sie geschrieben haben, ist der Autograph. Und das Ziel ist jetzt die nächste Lektion, die morgen stattfinden wird, von 10:35 bis 11:25, im gleichen Raum, in der NMS von Anger. Diese Lektion abzustützen auf das, was die Kinder geschrieben haben. Das ist die Kernidee der Autographensammlung. Man nimmt also das, was einem wichtig, weiterführend und interessant erscheint, das zieht man heraus, stellt es zusammen und führt dann darauf basiert dann die nächste Lektion. Und ich glaube, dass im rechten Quader mehr Platz ist, denn wenn man die Seiten zusammenzählt, kommt im rechten Quader mehr heraus als beim linken. 4 plus 4 plus 4 einerseits und 9 plus 2 plus 3. Ich verrate Ihnen, das ist für mich schon eine Perle. Und Sie sehen, was Perlen sind. Perlen sind nicht einfach das Goldrichtige, sondern auch das Goldfalsche. Und ich möchte betonen, im Gegensatz zu meinem Kollegen Urs, der da über Fehler ganz anders spricht, aber er spricht immer über Rechtschreibfehler, wohlverstanden. Bei mir sind Fehler, Perlen,
beim Lernen. Oder noch anders gesagt, das viele Richtige, das wir in der Mathematik haben, also Sie haben gemerkt, ich sage nicht Mathematik, aber es ist das Gleiche, also Mathematik. Also das viele Richtige, das wir in der Mathematik haben, das hebt sich nur vor dem Hintergrund von vielem Falschen ab. Man muss also vieles Falsches auch mal bedacht haben, bevor man das Richtige wirklich schätzen kann. Das ist eine Kernidee der Mathematik. Darum sind die Fehler hier ganz anders zu klassieren als im Deutsch, wo die Rechtschreibung etwas ganz Separiertes ist. Damit ist eigentlich beginnt die eigentliche Arbeit, dass man also da ausschneidet und einsetzt. Ich habe das auch gemacht und das können wir dann anschauen und Sie bekommen da die Kopien dafür. Vorgängig habe ich sie gelesen, so wie wir es gemacht haben. Aber nachher habe ich sie ausgelegt, durchgeschaut, mir gewisse Themen im Kopf zurechtgelegt. Was ist jetzt wichtig an dieser Theorie des Volumenberechnens? Da können Sie auf andere Themen kommen, durchaus, je nach Klassenstufe, je nach Klassenniveau und können zu ganz anderen Schlüssen kommen. Ich habe mir ein Thema zurechtgelegt, bin ein bisschen nach den Punkten 1, 2, 3, die ja im Auftrag vorkommen, vorgegangen und habe eine Auswahl getroffen. Das kann ja blödsinnig sein, wenn man das weiterträgt. Wir haben in unserem Pool mit, ich weiß nicht, ob 15.000 Liter jetzt wirklich viel ist oder nicht, aber das geht nicht weiter. Das darf man nicht weiter sagen. Aber es ist ein irrsinnig guter Satz, weil eben 15.000 Liter drin vorkommen. Mit dem kann man was machen. Und ich stelle mir also vor, dass man das mit den Kindern durchgeht und beim einen und anderen innehält. Bei mir war das immer so, dass man, also das wurde kopiert, ich gebe die Datei dann den beiden Kolleginnen und die können da auch leicht etwas rausnehmen, was sie nicht nehmen wollen. Die können da eine Reduktion vornehmen. Und ich stelle mir das vor, dass das gedruckt wird und den Kindern abgegeben wird. Und was da abgegeben wird, also diese Autographensammlung, die ist Bestandteil des Lernjournals. Und dann liest man das gemeinsam mit der Klasse durch. Also ich würde es nicht unbedingt vorlesen lassen, sondern selber lesen. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Die Kinder haben einen Rotstift in der Hand und machen Ergänzungen, wo die Lehrperson vielleicht etwas diktiert. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Da kommt Ihnen irgendetwas in den Sinn. Gut, wir haben ja am Dienstag euch gefragt, was fällt euch zum Thema Rauminhalt, Volumen ein und euch gebeten, das alles schriftlich niederzuschreiben. Eure Beiträge haben wir dann alle durchgelesen. Es waren sehr interessante Beiträge, sehr interessante Gedankengänge von euch dabei. Und wir haben dann eben einige rausgepickt, die wir uns heute näher anschauen werden. Ich habe es euch schon einmal gesagt, das heißt nicht, wenn ich da für euch einen Text rausgenommen habe, dass der besonders schlecht war oder übermäßig gut. Wir nehmen einfach die interessantesten Beiträge raus, wo wir finden, da haben wir was Gutes zu besprechen. Das kann auch sein, dass da Fehler drinnen sind. Ja?
Einfach, das sind dann interessante Fehler, sozusagen gute Fehler für uns, weil mit denen können wir weiterarbeiten und aus diesen Fehlern wollen wir dann einfach was lernen. Und deshalb schauen wir uns eure Beiträge eben da heute genauer an. Wie wird mit individueller Förderung umgegangen? Das ist eine berühmte Fragestellung im Zeichen der Heterogenität. Die Neue Mittelschule hat jetzt ein breiteres Spektrum und man muss natürlich da mit allen Talenten umgehen können. Und ich konkretisiere das so, werden auch schwächere Beiträge von den Schülerinnen und Schülern in die Autographensammlung aufgenommen. Eben, wie ich schon am Anfang sagte, Fehler sind Perlen beim Lernen. Und ich habe unzählige solche Beiträge aufgenommen. Wirklich viele. Und die sind meistens sehr spannend und ergiebig. Und die individuelle Förderung, die passiert eben genau so. Sie müssen sich das vorstellen, wenn man immer nur das richtige die Top-Qualität nähme, dann gibt es vielleicht 3, 4, die es wirklich erfasst haben und alle anderen haben irgendwo etwas übersehen oder falsch gemacht und so. Wenn man immer nur auf das Richtige ginge in diesem Sinn, dann würden immer die Besten auch in den Autographensammlungen erscheinen und die Schwächeren hätten nie eine Chance. Aber das wäre nur ein Abbild der Schularbeit, wo auch immer die Besten reüssieren und auch zufrieden sind und der große Haufen ist einfach immer unter ferner Liefen. Das ist in der Autographensammlung eben deutlich anders. Da nimmt man eben auch nett überlegte Sachen, die zwar mathematisch nicht richtig sind, aus denen man aber dann eben, wie ich am Anfang sagte, die Theorie auf die Füße stellen kann und so im Umfeld des Falschen das Richtige erkennt. Wir teilen jetzt einmal eure aus. Wundert euch nicht, wir haben keine Kommentare oder irgendwas dazu geschrieben. Ihr kriegt es einfach wieder zurück und gleichzeitig kriegt ihr auch die sogenannte Autographensammlung. Das sind eben jetzt die zusammenkopierten Beiträge, die wir ausgewählt haben und uns heute genauer anschauen werden. Ja? Sophie, da bitte ich dich, einen Teil an die Schüler auszuteilen. Zuerst einmal haben wir einfach Textausschnitte rausgenommen, wo viele Beispiele aufgezählt worden sind. Beispiele, wo man etwas befüllt, ausfüllt, abfüllt, wie auch immer. Die Dinge, die euch in den Sinn gekommen sind. Lest euch einmal die Beispiele durch. Das sind die ersten 3 Zeilen in dieser Tabelle. Lest es also mal leise durch. Eine Frage, dann fällt euch irgendetwas Besonderes gleich einmal auf bei diesen Beispielen. Fällt euch irgendwas ins Auge? Vielleicht ein Beispiel, das euch nicht eingefallen ist, das ihr eigentlich besonders interessant findet. Irgendetwas. Mario, bitte. Ein Heuschacht. Bitte? Ein Heuschacht. Der Heuschacht. Ja, ist das von dir gekommen? Das war auf einem gelben Kärtchen geschrieben. Das ist übrigens nicht das. Das ist für uns. Für euch beiden? Magst du uns und Christian? Okay. Und was findest du da so besonders, Mario? Ja, mir war es nur eingefallen. Ja. Das ist ein außergewöhnliches Beispiel vielleicht. Kein so alltägliches, ja? Aber da gibt es noch ein Beispiel, das vielen wahrscheinlich nicht eingefallen wäre. Ein Akku vom Handy oder ein Fotoapparat. Genau. Energie ist da drinnen. Bitte, Sophie. Fußball. Der Fußball, der werde ich auch nicht einfallen, ja. Was findest du daran so besonders? Weil ich da nicht dran gedacht hätte. Wie kann man denn einen Fußball befüllen? Mit was würde man den befüllen? So sind die Fußballer. Christian? Mit Luft. Mit Luft würde man den aufpumpen, genau. Und welche Form hat so ein Fußball? Was ist denn das? Als rund, genau. Kugelförmig. Super. Zum gelben Kärtchen wollten wir auch noch was sagen? Willst du das vielleicht machen? Ja, uns hat es besonders gut gefallen, weil da mehrere Gedankenschritte, mehrere Rechenschritte drinnen sind, die wir heute nicht alle bearbeiten können. Dieses Beispiel von Maximilian und von Christian, das holen wir sicher noch einmal aus der Mappe heraus.
Da steht, dass in einem Heuschacht 20 Tonnen Heu drinnen sind. Tonnen, ist das ein Raummaß? Christian? Das kannst du die Kilogramm dazu. Genau, das sind die Massenmaße. Aber wir können dann trotzdem etwas anfangen, wir bauen das dann einfach ein bisschen besser aus. Was mir auch noch gut gefallen hat, ist, dass der Heuschacht 3/4 befüllt wird oder befüllt ist, dass ihr das auch mit anderen Rechenarten verbindet. Nicht nur in eine Linie denkt, sondern auch ein bisschen auf die Seite denkt. Das ist auch was Besonderes. Und die nächste Überschrift vor der nächsten Tabelle heißt, wie misst man den Rauminhalt? Welche Einheiten verwenden wir? Wir haben jetzt 3 Stellungnahmen herausgenommen von der Christine, von Bernhard und von der Anna. Lest diese 3 Beispiele gut durch. Jeder für sich allein. Markiert jetzt bei diesen 3 Beispielen Maßeinheiten, die ihr findet. So, wer hat was gefunden? Ein Beispiel von der Christine, Sophie. Ja, 300 Milliliter. Beim Bernhard. Laura. Liter. 15.000 Liter. Ganz schön. Beim Beispiel von der Anna. Was habt ihr denn da gefunden, Tobias? Volumen und Kubik. Boah. Ja, die Anna weiß vielleicht schon mehr. Sie hat uns das aber auch geschrieben. Magst du das vorlesen, was die Anna geschrieben hat? Ist noch einmal die Frage, wie misst man den Rauminhalt? Ja? Fangen wir an. Oder du kannst da jemand rufen, wenn jemand anderer weiterlesen soll. Mhm. Also man muss erstens Menge, zweitens Breite, drittens Höhe nehmen, um zu wissen, wie viel Volumen etwas hat. Das ist wie beim Flächenberechnen, nur dass man die Höhe noch hat und bei der Maßangabe einen Dreier darüber schreibt und keinen Zweier. Das heißt Kubik. Anna, alles drinnen. Noch besser hätten wir es nicht machen können. Wirklich alles drinnen. Das nehmen wir so, wie es ist. Aber wir sind uns sicher, dass einige andere das auch gewusst hätten. Aber die Anna hat es einfach aufgeschrieben und es ist wirklich sehr gut brauchbar. So, wir schauen uns einige solche Maße an, mit denen wir den Raum messen. Welche kennt ihr jetzt? Wir probieren sie ein bisschen zu ordnen. Welche Raummaße fallen euch jetzt ein? Maria, welches fällt dir ein? Zentimeter. Maxi, was meinst du? Kubikmillimeter. Das ist jetzt Kubik, das heißt immer dieser kleine Dreier, der Christian? hochgestellt bei der Einheit. Kubikdezimeter nehmen wir dazwischen hinein. Genau. Kubikdezimeter. Aber wir haben jetzt auf diesem Platz eine andere Raummaße auch gehabt. Laura. Milliliter. Milliliter. Aha. Wir schreiben das jetzt auf ein Einlageblatt. Schreibt als Überschrift zur Autographensammlung vom 7.10. Autographensammlung könnt ihr abschreiben vom Blatt, das ihr bekommen habt, zur Autographensammlung vom 7.10. Wir setzen uns damit noch natürlich auseinander, wir schauen uns genau das an, aber nicht heute. Wir sammeln nur. Es hat dann, ich weiß jetzt nicht, von wem es ist, auf dem gelben Kärtchen ist wieder diese Erklärung gestanden. Vielleicht kommt es jemandem bekannt vor.
Möchte jemand vorlesen? Das, was da jetzt in der ersten Zeile steht. Alexandra. Der zweite Quader ist am größten. Es haben 64 kleine 1 cm Würfel Platz. Als erstes rechnet man die unterste Schicht. In der ersten haben also 16 kleine Würfel Platz. Weil es 4 Schichten gibt, rechnet man 16 mal 4. Das ist also die erste Schicht mal 4. Ja. Genau das, was ich eigentlich vorher gesagt habe, nochmal sehr nachvollziehbar und gut überlegt und schön. Wirklich toll. Darf ich da wieder unterbrechen? Das Besondere ist, dass das auf einem gelben Kärtchen gestanden hat oder noch immer steht. Das ist aus einer Partnerarbeit oder aus einer Gruppenarbeit hervorgegangen. Das heißt für uns, dass ihr da in der vorigen Stunde bei diesem Punkt wirklich besonders gut gearbeitet habt. Das freut uns natürlich sehr, weil da wirklich was weitergeht. Ich habe ganz verschiedene Potenziale. Ich verbinde sie, indem sie eben gegenseitig lesen, miteinander sprechen und sie also institutionell miteinander verbunden werden. Und dann entsteht Energie. Lernen voneinander, das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn Sie gegenseitig lesen in den Journaltexten, lernen Sie viel mehr, als wenn wir sie berieseln mit unseren Weisheiten. Wir sind sehr froh, dass ihr so brav mitgearbeitet habt. Einzelne wollen wir jetzt nicht nennen. Ihr wisst, dass alle dabei waren. Wir haben das gesehen an euren Arbeiten. Jeder hat gewusst, worum es geht. Und manche haben sich heute besonders ausgezeichnet. Und wir danken allgemein für eure Mitarbeit. Wir machen es dann so, dass ihr noch bis zum Läuten weiterarbeitet. Es sind noch, was wird hier berechnet? Bei der letzten Tabelle noch ganz spannende Dinge dabei, die besprechen wir in der nächsten Woche.